Moin! Wie ihr wisst, teste ich total gerne Dinge rund ums Fahrrad und ganz besonders gerne teste ich neue Reifen. Und jetzt bin ich aber total aufgeregt und sehr gespannt, weil es gibt neue Reifen von Hutchinson, die Caracal, beziehungsweise den Caracal Race. Und Hutchinson behauptet, das wäre der schnellste Gravel-Reifen der Welt. Also zumindest der schnellste 40 mm Semi-Slick Gravel-Reifen. Und das bestätigen tatsächlich schon erste Tests und auch Bike Rolling Resistance hat den Reifen schon getestet und bestätigt das auch, dass es kein Gravel-Reifen bislang gab, der schneller war und dass der Reifen sogar schneller ist als viele Rennradreifen. Also ich bin nicht zu Unrecht sehr gespannt. Und es gibt nicht nur den superschnellen Caracal Race Reifen von Hutchinson, sondern auch den normalen Caracal mit mehr Pannenschutz. Und die beiden Reifen vergleichen wir mal miteinander, montieren beide Reifen auf meinem Rad, gucken, wie gut das funktioniert und fahren die natürlich auch. Also das wird vielleicht ein bisschen längeres Video. Sorry dafür. Und auch wenn sich die Reifen äußerlich total ähneln, sind sie komplett anders aufgebaut. Ja, und wir vergleichen dies mal miteinander, aber wir fangen erstmal mit den Gemeinsamkeiten an. Also Caracal versus Caracal Race. Erstmal das Gewicht. Tatsächlich sind beide mit 475 Gramm angegeben, was erstmal ein bisschen überrascht, weil der normale Caracal ist ja besser pannengeschützt. Da sollte man vermuten, dass er schwerer ist. Und tatsächlich ist er auch ein Tick schwerer. Also auf meiner Küchenwaage wiegt der normale Caracal 10 Gramm mehr, nämlich 485 Gramm. Der Caracal Race wiegt tatsächlich die angegebenen 475 Gramm. Dann gibt es beide in genau einer Größe. Ihr müsst euch also nicht entscheiden, welche Breite ihr fahrt, weil es gibt sie nur in 40 mm. Beide Reifen in komplett schwarz oder wie hier in schwarz-braun. Das passt mir natürlich sehr gut, weil in mein Backroad gehen nur 42 mm breite Reifen rein, also viel mehr als die hier kriege ich nicht unter. Und wie schon erwähnt, Caracal und Caracal Race haben quasi das identische Profil. Also in der Mitte einen profillosen Steg zum Schnellfahren und am Rand mittelgroße, ein bisschen dickere Stollen ganz außen für mehr Grip in der Kurve. Beide werden in Frankreich hergestellt, handmade, also nicht aus Asien, auch nicht schlecht. Und sie sind natürlich beide tubeless, ready und können auch auf Felgen ohne Hook installiert werden. Ja, und auch der Preis unterscheidet sich nicht großartig. Also die normalen Caracals kosten 55 €, unverbindliche Preisempfehlung. Und die Race-Variante 5 € mehr, also auch nicht mega viel, nämlich 59,95 €. Und wie immer gilt auch hier natürlich, bekommt ihr wahrscheinlich im Online auch gerne mal ein paar Euro günstiger. Das waren die Gemeinsamkeiten, aber wie gesagt, der Aufbau ist komplett anders. Schauen wir uns hier mal an. Also der normale Caracal ist eigentlich ein klassischer Reifen, wie ihn Hutchinson auch schon länger baut. Das heißt in dem Fall eine dreilagige Karkasse mit 127 TPI plus einen kompletten Hardskin-Pannschutzschicht, die einmal ganz rum um den Reifen geht. Und die Gummimischung ist eine B-Component-Mischung von Hutchinson, die es auch schon länger gibt. In der Mitte hart für wenig Abnutzung und schnelles Rollen und am Rande weicher, deswegen B-Component für mehr Grip. Der Caracal Race ist komplett anders aufgebaut und ganz neu. Und er entspringt aus dem Hutchinson Racing Lab. Da werden Reifen entwickelt mit Profiradfahrern. Und in dem Fall der Caracal Race Reifen ist das Ulrich Bartholomäus, der deutsche Ultra-Distant-Radfahrer, der angeblich über Jahre hier bei der Entwicklung mit beteiligt war und sein Feedback gegeben hat, um am Ende diesen Reifen hier herzustellen zu können. Die Karkasse ist hier tatsächlich ganz anders. Das ist eine 3-2-3 Karkasse, also die ist am Rande des Reifens an den Flanken dreilagig und in der Mitte nur zweilagig, weil die entsprechend gewickelt wurde. Und die soll dadurch besonders flexibel sein und das soll den Reifen super schnell rollen lassen. Ja, und was auch zur Flexibilität beiträgt, es gibt gar keine extra Pannschutzlage.
Die fehlt hier komplett. Stattdessen gibt es eine ganz moderne neue Gummimischung mit dem Namen Mach Thread 3. Ja, und die ist nicht nur dicker, sondern auch härter und reißfester als die normale B-Component-Mischung. Ja, und das soll dann den nötigen Punchdschutz liefern und die soll halt mega schnell rollen. Ja, und ob das funktioniert und ob der Punchdschutz reicht und ob sie wirklich so schnell rollen, das werden wir jetzt mal testen. Also ich fange mal an mit dem normalen Caracal. Ich montiere ihn jetzt auf meinem Rad und wir gucken mal, wie einfach das geht. Und dann geht es mit dem Reifen natürlich auch raus. So, und Montage. Schauen wir mal, wie einfach der Mantel auf die Felge geht. Okay, das war schon mal maximal einfach. Sehr schön. Und spannend bekommen wir ihn jetzt mit der Standpumpe aufgepumpt. Das probieren wir mal eben aus. Und los geht's. Voilà. So, Montage fertig, ohne Werkzeug und nur mit der Standluftpumpe aufgepumpt. War überhaupt gar kein Problem, super einfach, wie auch tatsächlich in meinem letzten Reifentest. Also scheinbar haben die Hersteller so einiges dazugelernt und Tubeless Setup ist mittlerweile echt kein Problem mehr. Ich frage mich mittlerweile, wozu ich meinen Milkit Booster gekauft habe. Brauche ich tatsächlich überhaupt nicht mehr. Und weil ich gerne gefragt werde, auf meiner Felge mit 24 mm Innenmaulbreite ist der Reifen 41 mm breit. Also ziemlich genau wie angegeben. Passt super in mein Backroad rein. Aber jetzt ab nach draußen, jetzt regnet es gleich. Ich warte noch mal einen Augenblick und dann gucken wir mal, wie schnell der Caracal draußen unterwegs ist. Bis gleich. So, meine Hausrunde neigt sich dem Ende entgegen. Bei nicht optimalen Bedingungen, also ein bisschen feucht hier und lauter Laub. Trotzdem war der Grip ganz okay, fand ich. Und der Komfort ist großartig. Ich fahre hier gerade mit 2,5 Bar vorne und hinten. Das fühlt sich super an. Ja, und er fühlt sich auch irgendwie robust an. Ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll. Gefällt mir schon mal richtig gut. Aber es ist jetzt nicht so der Game Changer, dass ich sage, ich bin noch nie einen schnelleren Reifen gefahren. Also ich würde sagen, der normale Caracal reizt sich so im oberen Mittelfeld ein beim Rollwiderstand. Bin gespannt auf andere Tests dazu. Ja, also so für Bikepacking-Touren wäre das, glaube ich, aber trotzdem genau der Reifen meiner Wahl. Also Panne hatte ich jetzt natürlich nicht auf 50 Kilometern. Ja, da werde ich ihn auch garantiert noch mal ein bisschen länger fahren und ausführlicher berichten. Vielleicht auf meinem Elbe-Radweg Teil 2 nach Tschechien. Da kann er dann noch mal 500 Kilometer sich beweisen. Und dann gibt es zum Caracal ein abschließendes Fazit. Ich fahre jetzt nach Hause und wechsle auf den Caracal Race. Und dann fahre ich die gleiche Runde nochmal. Und mal gucken, ob ich dann doppelt so schnell bin. Bis gleich. So, erstes kurzes Zwischenfazit. Das Wetter ist immer noch nicht optimal für diesen Reifen. Also nichts trocken und harter Boden, eher nass und matschig. Aber trotzdem fühlt er sich schon echt cool an. Und ein bisschen anders als der Caracal. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben, aber tatsächlich merkt man,
deutlich weniger Rollwiderstand. Das ist schon mal ganz cool. Und es ist saukalt, deswegen alles weitere gleich zu Hause. Bis gleich. Back again, wieder im Warmen. Und ich bin jetzt so 2 Tage mit jedem Reifen gefahren, also insgesamt 100 Kilometer, und das reicht vielleicht für ein erstes Fazit. Und das fällt sehr positiv aus. Wenn man mit dem Race losrollt, denkt man erstmal so, huch, ganz anderer Reifen. Der fühlt sich wirklich an wie so ein breiter Rennradreifen und rollt auf Asphalt extrem schnell. Sobald es dann ins Gelände geht, würde ich sagen, spüre ich den Unterschied nicht mehr so krass. Also wahrscheinlich rollt er da auch ein bisschen schneller. Aber ja, da ist man zum einen gar nicht mehr so schnell unterwegs und zum anderen ist das so unterschiedlich der Untergrund, dass ich da keinen großen Unterschied mehr merke. Also ich finde beide Reifen großartig. Angefangen bei der Montage, werkzeuglos, sofort dicht, mit der Standpumpe aufpumpbar. Weiter zum Preis, der noch völlig okay ist, finde ich. Optisch finde ich sie auch schick, passt super zu meinem Rad. Also total zufrieden. 2 Tage jeweils gefahren und bisher pannendicht, immerhin. Da müssen sie sich natürlich noch beweisen. Das ist mir eigentlich auch am allerwichtigsten, dass sie auch lange halten. Das werde ich jetzt auch testen. Also ich lasse jetzt den Race erstmal eine Weile auf meinem Rad drauf und bretter damit durch den Winter, auch wenn es dafür eigentlich nicht der richtige Reifen ist. Aber dann kann er mal beweisen, was er drauf hat. Ja, zum Bikepacken würde ich dann doch eher den Caracal nehmen, den normalen mit mehr Pannenschutz. Da würde ich mich dann doch sicherer fühlen, wenn ich mehrere Tage sonst wo unterwegs bin. Ja, da will ich auf gar keinen Fall einen Platten haben. Aber wenn ihr ganz schnell zum Trail wollt und auf dem Trail schnell unterwegs sein wollt, dann benutzt ihr den Caracal Race. Ja, das war's mit diesem Video. Geht aber natürlich schon bald wieder weiter mit dem nächsten Video. Und bis dahin, ciao!